In dieser Geschichte gibt es kein Hollywood-Drehbuch, keine geheimnisvollen Masken, keine lauten Schießereien. Aber es gibt eine Frau, deren Name jetzt im ganzen Land bekannt ist. Alles begann mit gewöhnlichen Treffen, vertraulichen Gesprächen, Versprechungen zu helfen und endete mit einem plötzlichen Tod. Wie gelang es ihr, so viele Jahre lang unbemerkt zu bleiben? Und warum hat niemand früher Verdacht geschöpft? Es ist eine Geschichte, in der jede neue Tatsache schockierender ist als die vorherige. Bleiben Sie bis zum Ende dabei, Sie werden nicht glauben, wie weit sie gegangen ist. Die Geschichte, über die wir heute sprechen, ist nicht nur beängstigend. Sie erschreckt dadurch, wie alltäglich alles war. Es ist kein Film, keine Erfindung. Ganz normale Menschen, Verwandte, Freunde, Kollegen, verschwanden oder starben einer nach dem anderen. Und niemand brachte diese Ereignisse in Verbindung, bis es zu spät war. Wie Sararat Rangsivuthaporn, lächelnd und still, in den Mittelpunkt einer Reihe von Vergiftungen geriet, werden wir im Detail untersuchen. Alles begann gegen 10 oder 11 Uhr morgens. Die Frau ging zum Fluss hinunter, um Fische ins Wasser zu setzen. Dies ist ein traditioneller Brauch in Thailand, der Glück und Wohlstand bringen soll. Doch plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Die Frau fiel plötzlich zu Boden. Passanten eilten sofort zu Hilfe und stellten fest, dass sie bewusstlos war. Sie riefen sofort einen Krankenwagen. Als die Sanitäter eintrafen und mit der Wiederbelebung begannen, war es bereits zu spät. Die Frau starb. Die Ärzte vermuteten, dass die Todesursache ein akutes Herz-Lungen-Versagen war, das wahrscheinlich durch zufällige Umstände verursacht wurde. Die Verstorbene wurde als Siroporn Kawong identifiziert, die auch unter dem Namen Khoi bekannt war. Sie war 32 Jahre alt und eine erfolgreiche Unternehmerin aus der Provinz Kanchanaburi. Ihre Eltern waren jedoch überzeugt, dass ihr mysteriöser Tod kein Zufall war. Sie hatte keine gesundheitlichen Probleme. Darüber hinaus wurde nach ihrem Tod festgestellt, dass einige wertvolle Gegenstände fehlten. $1.400 in bar, 2 Smartphones, ein iPhone 14 Pro, Max und ein Oppo, ihre Geldbörse und ihr Auto. Diese Umstände weckten ernsthafte Zweifel an der wahren Todesursache. Auf Drängen der Eltern leiteten die Behörden eine gründlichere Untersuchung ein. Bei der Sichtung der Aufzeichnungen der Überwachungskameras, die in der Nähe des Tatorts installiert waren, wurde deutlich, dass Khoi zusammen mit ihrer Freundin Sararat Rangsivuthaporn zum Fluss gekommen war. Beide Frauen waren gekommen, um Fische in den Fluss auszusetzen. Zunächst gingen sie zusammen, trennten sich dann aber. Khoi ging zum Fluss, während Sararat die Straße überquerte. Auf dem Video ist zu sehen, wie Sararat steht und in Richtung Fluss schaut. Sie scheint etwas zu suchen. Nachdem sie ein wenig hin und her gelaufen ist, scheint sie jemanden etwas zu fragen. Sie wirkt verwirrt und zeigt in eine andere Richtung. Dann geht sie bis zum Ende des Weges und zeigt erneut Verwirrung und seltsames Verhalten, insbesondere angesichts der Tatsache, dass sie mit einer Freundin gekommen ist. Dann filmten die Kameras, wie sie zum Auto rannte, einen Gegenstand herausholte und die Treppe hinunter zum Fluss ging, wo Khoi war. Nach kurzer Zeit kam sie jedoch zurück, stieg ins Auto und fuhr weg, als wäre nichts geschehen. Dieses Verhalten als seltsam zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Laut Khois Familie wollten sie und Sararat gemeinsam Fische aussetzen. Warum ist Sararat dann gegangen, als Khoi das Bewusstsein verlor? Warum ist sie nicht geblieben, um ihrer Freundin zu helfen? Warum hat sie keine Hilfe gerufen? Solche Fragen gingen ihren Angehörigen zweifellos nicht aus dem Kopf. Später fand die Polizei Khois Auto bei einem Bekannten von Sararat. Laut den Aufzeichnungen der Überwachungskameras fuhr Khoi zunächst mit dem Auto zu Sararats Haus, von wo aus Sararat sie beide zum Fluss fuhr. Allerdings wurden andere verschwundene Gegenstände von Khoi, darunter Bargeld, ihre Smartphones und ihre Geldbörse, nie gefunden. Im Gespräch mit der Polizei bestritt Sararat zunächst ihre Beteiligung an dem Vorfall und bestätigte, dass sie an diesem Tag nicht am Flussufer gewesen sei. Nachdem ihr jedoch die Aufnahmen der Überwachungskameras gezeigt worden waren, erinnerte sie sich daran, am Tatort gewesen zu sein und gab zu, dass sie tatsächlich dort gewesen war. Ihr plötzliches Verschwinden erklärte sie damit, dass angeblich dringende Angelegenheiten aufgetreten seien, die ihre sofortige Abreise erforderten. Sararat berichtete, dass sie eine Verschlechterung des Gesundheitszustands von Khoi bemerkt habe, aber da sofort Menschen in ihrer Nähe waren, habe sie beschlossen, dass mit ihrer Freundin alles in Ordnung sei und sie keine Hilfe benötige. Was die verschwundenen Gegenstände betrifft, so stellte sich später heraus,
dass Sararat sie per Post an eine ihrer Bekannten geschickt hatte. Das Paket wurde am 19. April verschickt. Darin befanden sich Coys Geldbörse, ihr Oppo-Handy und ihre Handtasche. Die übrigen Gegenstände wurden nie gefunden. Allerdings glaubte fast niemand diese Geschichte, insbesondere Herr Rapachamanrua. Er spielte eine Schlüsselrolle bei der Aufdeckung der Wahrheit über Sararats Handlungen. Von dem Moment an, als er die Aufnahmen der Überwachungskameras sah, hatte er das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmte. Aber selbst er konnte sich nicht vorstellen, wie tief diese Geschichte tatsächlich reichte. Wenn Sararat wirklich für den Tod von Coy verantwortlich war, wie hatte sie das dann getan? Am wahrscheinlichsten schien eine Vergiftung. Die erste toxikologische Analyse ergab jedoch keine Spuren von Gift im Körper von Coy. Der mysteriöse Tod der Frau wurde schnell zum Hauptthema in den Nachrichten und löste eine breite öffentliche Resonanz aus. Bald standen die Telefone in den Redaktionen und Polizeidienststellen nicht mehr still. Die Menschen berichteten, dass auch ihre engen Freunde Sararat kannten und ebenfalls unter mysteriösen Umständen starben, nachdem sie sich mit ihr getroffen hatten. Ein Detail war besonders beunruhigend. Bei vielen der Opfer wurden zum Zeitpunkt ihres Todes verdunkelte Fingernägel festgestellt. Von 2020 bis 2023 gab es mindestens 15 solcher Opfer. Ja, nicht weniger als 15 in nur 3 Jahren. Wenn Sararat wirklich an all diesen Todesfällen beteiligt war, wie gelang es ihr dann, so lange Verdacht zu vermeiden und sich dem Blickfeld der Polizei zu entziehen? Sararat wurde am 23. April 2023 verhaftet und die Nachricht über diesen Fall verbreitete sich sofort im ganzen Land. Die Menschen begannen lebhaft zu diskutieren, wer noch ihr Opfer geworden sein könnte, und bald meldete sich eine weitere Frau zu Wort. Sie gab an, Sararat 250.000 Baht, etwa 7.700 US-Dollar geliehen zu haben. Ihren Angaben zufolge habe Sararat ihr bei ihrem Treffen im Einkaufszentrum eine Tablette angeboten. Nach der Einnahme verspürte die Frau einen starken Druck in der Brust und ein Taubheitsgefühl in den Händen. Glücklicherweise wurde sie rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht, sodass ihr Leben nun nicht mehr in Gefahr ist. Schauen wir uns einmal genauer an, wer Sararat eigentlich ist. Zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung war sie 36 Jahre alt. Ihr Ex-Mann Vitun arbeitete bei der Polizei. Nach der Hochzeit zog das Paar in eine Dienstwohnung, wo sie 2 Kinder bekamen. Mit der Zeit machte Vitun Karriere und stieg bis zum Oberstleutnant auf. Dies sicherte der Familie einen höheren Lebensstandard. Sie zogen in ein neues Haus. Trotz der Scheidung pflegten Sararat und Vitun im Jahr 2020 weiterhin eine enge Beziehung, wahrscheinlich um der Kinder willen. Es ist nicht bekannt, wann genau Sararat ihre Neigung zum Mord entwickelte, aber unter den mehr als 10 mutmaßlichen Opfern befand sich Berichten zufolge auch ihr letzter Liebhaber. In Sararats Leben kam es verdächtig oft zu Todesfällen unter unerklärlichen Umständen. Einer dieser Fälle war ihr Freund namens Mr. Day. Er starb nur einen Monat vor dem mysteriösen Tod von Coy am 12. März 2023, auch unter verdächtigen Umständen. Der Pathologe gab als Todesursache akutes Herz-Lungen-Versagen an. Es war Sararat, die die Polizei rief, sich als seine Freundin ausgab und behauptete, von ihm schwanger zu sein. Damals kam niemandem etwas seltsam vor. Später stellte sich jedoch heraus, dass Sararat an dem Abend, als Mr. Day starb, mit Freunden ihren Geburtstag feierte. Wer, der bei klarem Verstand ist, würde so etwas nach dem Tod eines geliebten Menschen tun? Am 18. März 2023, nur wenige Tage nach seinem Tod, verpfändete Sararat Mr. Days Goldschmuck. Außerdem übernahm sie die Kontrolle über sein gesamtes Vermögen. Zu diesem Zeitpunkt ahnte Days Familie nichts Ungewöhnliches. Sie waren überzeugt, dass Sararat tatsächlich ein Kind von ihm erwartete und als Mutter des zukünftigen Erben Anspruch auf sein gesamtes Vermögen hatte. Ein enger Freund von Day, der anonym bleiben wollte, begann jedoch sofort zu vermuten, dass mit seinem Tod nicht alles so einfach war. Besonders alarmierend fand er, dass Sararat schnell alle persönlichen Gegenstände von Day aus seinem Zimmer zusammenpackte und wegbrachte, sodass es buchstäblich leer war. Die Medien sprachen mit diesem Mann. Nennen wir ihn Mr. Kung. Er kannte Day seit seiner Kindheit und ist überzeugt, dass das Kind, das Sararat erwartet, tatsächlich von seinem Freund ist. Seinen Angaben zufolge lernte Day Sararat im Dezember 2022 über eine Dating-App kennen. Sararat prahlte oft damit, dass sie mit Mikrokrediten handele, Autos und Grundstücke verpfände und mit Aktien handle.
Sie betonte auch mehrmals, dass ihr Ex-Mann eine hohe Position bei der Polizei innehatte und versicherte, dass er im Falle von Problemen alles regeln würde. Mai, Days Freundin, erinnert sich an den Tag, an dem er ihr Sararat zum ersten Mal vorstellte. Das war am 11. März. Als sie von der Arbeit zurückkam, sah sie Day auf einer Marmorbank vor ihrem Haus zusammen mit einer Frau sitzen. Zuerst wusste sie nicht, wer das war, aber dann erinnerte sie sich, dass Day erwähnt hatte. Heute kommt seine Freundin. An diesem Tag bemerkte May, dass Day sich ungewöhnlich verhielt. Er war ernst, schweigsam, ganz anders, als sie ihn sonst kannte. Während sie auf der Bank saßen, redete hauptsächlich Sararat. Sie fragte ihn, was er früher gemacht habe und ob er noch andere Frauen habe. Nach dem Besuch gingen sie zusammen weg, und am Tag seines Todes rief Sararat May an und sagte, dass etwas mit Day nicht stimme. Er habe angeblich starke Blutungen. Als May ankam, waren bereits andere Leute im Zimmer, darunter auch Sararat. All dies geschah vor dem Eintreffen der Polizei. Day lag auf dem Bett, nur mit Unterwäsche bekleidet, mit Blut auf den Lippen. May bemerkte, dass seine Fingernägel dunkel waren, aber sein Körper noch warm. In diesem Moment dachte sie, dass Day unter dem Einfluss von illegalen Substanzen oder, wie man in Thailand manchmal glaubt, unter dem Einfluss von Hexerei stehen könnte. Außerdem bemerkte May, dass Day normalerweise viel Bargeld bei sich hatte, aber am Tag seines Todes waren weniger als 10 Baht in seinen Taschen. Nach Days Tod erinnerten sich einige seiner Angehörigen daran, dass er einmal erzählt hatte, wie er Zeugin eines Mordes durch Sararat geworden war. Er bezeichnete sie als grausame Frau. Dies weckte ihren Verdacht noch mehr, und sie beschlossen, seine Wohnung gründlich zu durchsuchen. Dabei machten sie eine schreckliche Entdeckung: eine Flasche mit der Aufschrift UN 1680, also Kaliumcyanid. Kaliumcyanid ist eine extrem giftige Substanz, die innerhalb weniger Minuten nach Aufnahme in den Körper zum Tod führen kann. Es ist geruchs- und geschmacksneutral, sodass es unbemerkt in Speisen oder Getränke gemischt werden kann. Das Opfer ahnt in der Regel nichts von der Vergiftung, bis es zu spät ist. Die Symptome treten schnell auf, darunter Atemprobleme, Verwirrtheit und Bewusstlosigkeit. Je nach Dosis und Art der Aufnahme kann dies innerhalb von nur 15 Minuten zum Tod führen. Um das Vorhandensein von Cyanid im Körper nachzuweisen, sind spezielle Laboruntersuchungen von Blut und Gewebe auf Cyanidionen oder deren Metaboliten erforderlich, was die Untersuchung verdächtiger Todesfälle erheblich erschwert. In Thailand wird Cyanid hauptsächlich in der Bergbauindustrie zur Gewinnung von Gold und Silber durch einen Prozess namens Cyanisierung verwendet. Obwohl der Umgang mit Cyanid streng reguliert ist, kann es immer noch in bestimmten Arten von Pestiziden und Begasungsmitteln verwendet werden. Forensiker konnten Spuren von Cyanid in dem Auto nachweisen, das Sararat gemeinsam mit ihrem Ex-Mann genutzt hatte. Daraufhin erhielt die Polizei einen Durchsuchungsbefehl für das Haus ihres Ex-Mannes, wo sie eine große Menge nicht identifizierter Medikamente und leere Kapseln fanden. Der Ex-Mann behauptete, er habe keine Ahnung, woher diese stammten. Ähnliche Funde wurden auch im Haus von Sararats Mutter gemacht. Später wurden alle gefundenen Substanzen als Cyanid identifiziert. Im Mai 2023 erhielt die Polizeibehörde der Provinz Ratchaburi die Ergebnisse der Autopsie von Khois Leiche. Der Bericht bestätigte, dass tatsächlich Cyanid in Khois Körper gefunden worden war. Danach weigerte sich Sararat, irgendwelche Aussagen zum Fall ihres Todes zu machen. Bei ihrer Verhaftung machte sie eine wirklich dreiste Aussage. Angeblich wollte Khoi selbst die mit Cyanid versetzten illegalen Substanzen nehmen. Sie habe ihr nur geholfen, ihren Wunsch zu erfüllen. Darüber hinaus behauptete sie, das Cyanid von ihrem bereits verstorbenen Freund erhalten zu haben. Ehrlich gesagt, so etwas kann man sich kaum ausdenken. Was diese Frau sagt, ist einfach jenseits des Absurden. Man gewinnt den Eindruck, dass sie die ganze Welt für absolut naiv hält, wenn sie glaubt, dass jemand diese lächerlichen Rechtfertigungen glauben würde. So viele Menschen um sie herum sterben an einer Cyanidvergiftung. Und all das sind ihrer Meinung nach reine Zufälle. Als ob Cyanid die häufigste Substanz auf dem Planeten wäre, das ist einfach nicht nachvollziehbar. Die Polizei hat alle Todesopfer sorgfältig überprüft und eine Verbindung zwischen ihnen hergestellt. Jeder von ihnen stand in irgendeiner Weise mit Sararat in Verbindung, in erster Linie durch finanzielle Beziehungen. Aber was wirklich erstaunlich ist, dass unter den Opfern sogar Polizisten waren. Wahrscheinlich lernten sie Sararat durch die Verbindungen ihres Ex-Mannes kennen. Wenn selbst Polizeibeamte der Gefahr nicht entkommen konnten, wer kann sich dann noch sicher fühlen? Sararat verschonte niemanden.
Nicht einmal ihre Freunde aus der Schule. Das bedeutet, dass jeder, der mit ihr zu tun hatte, potenziell zum Opfer werden konnte. Eines ihrer Betrugsmodelle war die Teilnahme an einer sogenannten Roska-Spargruppe. Dabei handelt es sich um ein System, bei dem die Teilnehmer regelmäßig einen festen Geldbetrag in einen gemeinsamen Fonds einzahlen, der jedes Mal vollständig an einen der Teilnehmer weitergegeben wird, bis alle ihren Anteil erhalten haben. Das Ganze basiert auf Vertrauen und ohne Zinsen. Dies ist eine erschwingliche Alternative zu Krediten, insbesondere in Südostasien, wo solche Gruppen beliebt sind, um Geld für größere Anschaffungen oder unvorhergesehene Ausgaben anzusparen. Man könnte sagen, es handelt sich um eine Art Volksbank, in der sich die Menschen gegenseitig helfen. Roska war zwar die Grundlage für viele ihrer Betrügereien, aber Sararat nutzte auch andere Finanzschemata, die im Wesentlichen auf dasselbe hinausliefen. Das Opfer durfte einfach nicht so lange leben, bis es davon profitieren konnte. Zum Beispiel lieh sie sich Geld von Menschen zu hohen Zinsen. Die Bedingungen schienen für den Kreditgeber vorteilhaft zu sein, wenn er bis zur Rückzahlung leben würde. Sie hatte auch Schemata im Zusammenhang mit Schattenkrediten und Glücksspielen. Bei all diesen Machenschaften eignete sich Sararat das Geld an und verschwand dann spurlos, um sich einem neuen, ahnungslosen Opfer zuzuwenden. Man könnte meinen, dass sie wohlhabende Menschen auswählte, aber das Gegenteil war der Fall. Sararat suchte sich diejenigen aus, die sich in einer verzweifelten Lage befanden. Sie schien unfehlbar zu spüren, welches Betrugsmodell für eine bestimmte Person am besten geeignet war, um den maximalen Gewinn aus ihr herauszuholen, und oft holte sie viel mehr aus ihren Opfern heraus, als diese überhaupt hatten. So geschah es auch mit einem ihrer Opfer namens Netaya. Ihre tragische Geschichte ereignete sich im August 2020. Netaya hatte einen Honda Civic, den sie auf Anraten von Sararat für 150.000 Baht verpfändete. Am selben Abend gingen sie zusammen etwas trinken. Kurz darauf wurde Netaya bewusstlos im Badezimmer mit dem Gesicht nach unten gefunden. Ihr Gesicht war dunkel verfärbt. Die Ärzte erklärten den Tod damals mit Herz-Lungen-Versagen, und die Familie ahnte nicht einmal, dass etwas nicht stimmte. Zu diesem Zeitpunkt war Netaya etwa 3 bis 4 Monate mit Sararat zusammen, und sie hatten sich über Roska kennengelernt. Aber was die Familie wirklich schockierte, war Folgendes. Kurz nach der Beerdigung erhielten sie einen Anruf, in dem ihnen mitgeteilt wurde, dass Nitas Auto tatsächlich verpfändet worden war. Die Angehörigen waren völlig fassungslos. Sie hatten keine Ahnung, wo das Geld war, wer den Pfandbetrag erhalten hatte und warum das alles passiert war. Am schmerzlichsten war jedoch, dass viele Familien, die in eine solche Falle geraten waren, zusätzliche Beträge zahlen mussten, um zumindest das Eigentum der Verstorbenen, zumindest das Auto zurückzubekommen. Letztendlich verloren diese Familien nicht nur einen geliebten Menschen, sondern auch ihr Geld und ihre Hoffnung auf Gerechtigkeit. In Wirklichkeit war dieses Geld jedoch bei Sararat, die das Opfer im Voraus betrogen und es überzeugt hatte, das Geld zur Verwahrung zu übergeben. Sararat handelte so schnell und beseitigte ihr Ziel, dass die Familien gar nicht rechtzeitig begreifen konnten, was vor sich ging. Natürlich verschwand Sararat danach mit dem Geld. Genauso verliefen die meisten ihrer Betrügereien. Das wiederholte sich immer wieder. Darüber hinaus konnten sich die Familien einiger Opfer von Sararat in einigen Fällen den Rückkauf der Autos nicht leisten, was Sararat ermöglichte, die Fahrzeuge für sich zu behalten, was den Angehörigen der Verstorbenen zusätzlichen seelischen Schmerz zufügte. Das Abscheulichste daran war jedoch, dass Sararat sogar einen Anwalt engagierte, um zusätzliche Zahlungen von den Familien der Opfer zu fordern, was deren finanzielle Probleme noch verschlimmerte. Ich frage mich, ob ihr Anwalt bewusst in diese Betrügereien verwickelt war oder einfach nur die Augen verschloss, um leichtes Geld zu verdienen. Sararat beging die Morde folgendermaßen. Sie lud das Opfer zu einer religiösen Zeremonie, zu einer Wahrsagerin oder zum Mittagessen in einen Tempel ein. Wenn sie sich trafen, bot Sararat Essen oder Getränke an, denen sie Cyanid beigemischt hatte. Es heißt, dass sie während der Pandemie sogar Diätpillen verteilt habe, die Cyanid enthielten. Das ist wirklich beängstigend. Jetzt überlegt man zweimal, bevor man einen von einem Freund zubereiteten Kaffee trinkt. Die Polizei ermittelt weiterhin die Opfer, die durch Cyanid ums Leben gekommen sind. Eine Frau starb beispielsweise am 1. April 2023. Überwachungskameras zeichneten auf, wie Sararat an diesem Tag neben einem Polizisten namens Nipa in einem Tempel saß. Nipa lieh Sararat Geld und diese lud sie zu einer Wahrsagerin ein. Was dann geschah,
Kann ich leider nicht auf YouTube zeigen, da es sich um 100%ige nicht jugendfreie Inhalte handelt. Die Ermittler waren entschlossen herauszufinden, woher Sararat das Cyanid hatte. Und zu aller Überraschung gelang es ihnen herauszufinden, dass das Cyanid in einem Geschäft im Zentrum von Bangkok verkauft wurde. Tatsächlich verkaufte das betreffende Geschäft mehr als 1500 Flaschen Cyanid. Und es wurde klar, dass man diese Substanz ohne besondere Schwierigkeiten sogar über das Internet erwerben konnte. Es stellt sich die beunruhigende Frage, wie viele ähnliche Giftmörder könnten sich noch in Thailand verstecken? Schließlich gab es in diesem Land bereits früher Fälle von Cyanidvergiftungen. Eine der Methoden, mit denen Sararat Geld verdiente, war der Abschluss von Lebensversicherungen. Das Opfer schloss eine Versicherungspolice ab, die als Sicherheit diente, falls es seine Schulden nicht zurückzahlen konnte. Im Falle des Todes des Versicherten wurde Sararat jedoch zur Begünstigten, und natürlich musste der Tod natürlich aussehen. Cyanid passte perfekt zu diesem Plan. Wenn man nicht gezielt nach Spuren von Cyanid im Körper des Verstorbenen suchte, sah der Tod natürlich aus. Auf diese Weise erhielt Sararat in aller Ruhe eine Versicherungszahlung nach der anderen. Nach Schätzungen der Ermittler konnte Sararat durch diese und andere Machenschaften Hunderttausende Dollar erschleichen. Die Polizei entdeckte 108 Bankkonten mit einem Gesamtbetrag von 78 Millionen Baht, etwa 2,4 Millionen US-Dollar. Sie hätte noch reicher werden können, aber Gerüchten zufolge verspielte sie einen Großteil des Geldes. Natürlich kann man sie nicht als Opfer bezeichnen. Ihr gesamtes Geld ist buchstäblich mit Blut befleckt. Der Polizeigeneral teilte mit, dass das Vermögen der verstorbenen Khoi in einem Pfandhaus auf den Namen Sararat verpfändet worden war, was zu einem der wichtigsten Beweise gegen sie wurde. Bei ihrer Verhaftung weigerte sie sich, ihre Schuld einzugestehen. Auch ihr ehemaliger Ehemann und ihr Anwalt wurden festgenommen. Später ließ das Gericht den Anwalt jedoch frei, da keine direkten Beweise für seine Beteiligung an den Verbrechen von Sararat gefunden wurden. Zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung war Sararat im 4. Monat schwanger, aber nach einigen Monaten im Gefängnis erlitt sie eine Fehlgeburt. In den sozialen Netzwerken war die Reaktion brutal. Einige schrieben, dass sie es verdient habe. Die öffentliche Meinung war äußerst feindselig, da viele ihrer Opfer Familienernährer waren und eine von ihnen kürzlich Mutter geworden war. Den Ermittlungen zufolge betrog und tötete Sararat seit 2015 Menschen und blieb dabei jahrelang unverdächtig. Es wird vermutet, dass sie nach einem ihrer ersten Opfer, einer Frau namens Sai, Geschmack am Töten gefunden und die Möglichkeit erkannt hat, daraus Profit zu schlagen. Sararat bot ihr an, sich um ihre Immobilie zu kümmern, während sie im Ausland war. Als Sai nach Thailand zurückkehrte, holte Sararat sie persönlich vom Flughafen ab und brachte sie zu sich nach Hause. Am nächsten Tag wurde Sai tot aufgefunden. Nach ihrem Tod verkaufte Sararat das Haus von Sai und eignete sich das Geld an. Untersuchungen zeigen, dass weibliche Mörderinnen meist aus finanziellen Gründen handeln, während Männer eher von Grausamkeit oder düsteren Fantasien getrieben werden. Aber die Zahl ihrer Opfer stellt Sararat unabhängig von ihren Motiven auf eine Stufe mit den bekanntesten Serienmördern der Welt. Schließlich wurde Sararat Rangsivuttapong im November 2024 im ersten von 14 Prozessen wegen des Mordes an Khoi für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. In der Zwischenzeit wurde ihr Ehemann wegen Beweisvernichtung und Beihilfe zur Flucht von Sararat zu 16 Monaten Haft verurteilt. Die Todesstrafe ist das endgültige Urteil für einen von 14 Morden. Aber selbst jetzt, nach so vielen Todesfällen und Monaten der Ermittlungen, bleiben Fragen offen. Wer hat ihr geholfen, wie viele Menschen hätten noch Opfer werden können? Und was empfindet ein Mensch, der in der Lage ist, ruhig und ohne Angst immer wieder zu töten? Sararat schweigt, aber die Taten sprechen für sie. Und es stehen noch weitere Gerichtsverfahren und Urteile bevor. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Thailand erholt sich immer noch von dem Ausmaß dieses giftigen Netzes. 14 Leben, eine Frau und Gift, aufgelöst in Vertrauen. Das Schrecklichste an dieser Geschichte ist vielleicht, wie leicht sich der Tod hinter einem Lächeln und einer Tasse Kaffee versteckt hat. Wie oft schauen wir auf die Menschen in unserer Nähe und sehen ihr wahres Gesicht nicht.